So, und da sind wir wieder bei Woolfe Diaries. Und jetzt versuchen wir es mal mit schleichender Weise hier. Okay. Wieso konnte ich denn die anderen immer so einfach umholzen und den jetzt nicht? Boah, das kann ja sein, dass ich jetzt wieder 3 Stunden lang nur an einem Gegner hänge, ey. Oder halt so, ne? So. Den kam man ja schleichenderweise vorbei. Ja, doch erst die andere Seite machen müssen. Nee. Wo stützt sie sich eigentlich mit den Füßen ab? Was? Was will das sehen? Hä? Doch beides hochgefahren. Vielleicht sprinten? Ah. Mit Sprint.
Once again, my trusty axe comes in handy. Looks like time stood still here. The smell of old books, pencils, and ink stains on the floor. That's my father, for sure. Father spoke in drawings, more often than in words. Charcoal was his mother tongue. He sketched the most beautiful stories I've ever heard. Was kann man sich da angucken? Grace, what is she doing here? With no mother to tuck me in, it was this tiny woman who stood by my bed and lulled me to sleep. Father made her in 22 days, my thumb-sized piece of comfort. I named her Grace. I'd forgotten all about her. She used to protect me from imaginary monsters. I hope she works her magic on real ones, too. So, kann ich nicht mitnehmen. Was haben wir jetzt da? Father's notes, scattered and fragmented, like his mind often was. Pinocchio, you rascal. I tell your story night after night. If only my little girl knew how much you and I are alike. Living a life with many strings attached, and an ever-growing nose to pay our dues. If only we could cut the cords. Am I a creator if what I create destroys? Is a toy still a toy on the devil's playground? It pays the bills, it feeds my child, but it kills innocent people and me on the inside. Oh, Father, what dark thoughts wandered through your bright mind? Vaters Werkstatt. Gucken wir doch mal, was uns da das Tagebuch erzählt. Ach so. Der hat also wahrscheinlich diese Roboter erfunden. War der große Erfinder da. Dear Mr. Woolfe, after careful consideration, I've decided to resign from my function at Woolfe Industries. I hereby give you my 2 weeks' notice. Sincerely, Joseph R. Hood. So Father quit? I didn't have a clue. Woolfe must have really screwed his mind, if only we knew. But wait, the letter's date. That's when Father died. Aha, wollte also kündigen. Is that what I think it is? Did my father do what I think he did? He told me he designed toys. Well, this is hardly suitable for little girls and boys. Father, did these tin cadets, whom I've slaughtered by the dozen, originate from your mind? This can't be true. This isn't you. This is not you. I came here looking for clues, but now I'm even more confused. I need some air. Damn, so much for going unnoticed. Change of plan. Let's play Catch Me If You Can. Spiel also Catch Me If You Can.
Wie viel hat er denn davon? Ich hoffe, ich laufe den richtigen Weg jetzt. Nee, tue ich nicht. Na, Idioten. Ich dachte, da springen können. Parcours habe ich freigeschaltet. Super. What? Did you see that? Didn't know I had that trick up my sleeve. Can't wait to tell Granny. Okay, jetzt können wir auch Axt werfen. Das Schiff. Wusstest du das? Okay, jetzt müssen wir jetzt erstmal gucken. Da gab es jetzt 2 neue. Tesla General Tiki 18. Nur ein Jahr nach der Produktion der ersten Zinn-Bataillonen beauftragte Bibi Woolfe einen neuen und verbesserten Prototypen. Entsprechend der Anfrage seines Chefs entwarf der leitende Ingenieur der Fabrik, Joseph Hood, eine Reihe von Tesla-Generälen. Praktisch unzerstörbar vertraten diese Zinnkadetten eine nächste Stufe von Woolfes Hunger nach Allmacht und halfen dabei, seine Schreckensherrschaft weiter zu befestigen. Mit einer minimalen Aufladezeit für maximale Ausdauer hat diese elektrische Elite einen mächtigen Vorteil gegenüber ihren Aufziehkollegen. Die limitierte Edition der Tesla-Serie gab nur 50 davon, wurden programmiert, potenzielle Bedrohungen aufzuspüren und Gegner durch Stromschläge zu töten. Eine Woche nach ihrem Debüt in Ulrikas Straßen betrug die Opferzahl der Teslas bereits 12, was dazu führte, dass die Bürger Woolfes neue Handlanger in die Sensenmänner umbenannte. Okay. Wusstest du, dass das uralte deutsche Märchen über den Rattenfänger von Hameln mit einer Vielzahl von historischen Ereignissen in Verbindung gebracht wird? Einige glauben, dass die Geschichte der verschwundenen Kinder eine Metapher für ihren den Tod durch die Pest sei. Andere Quellen verknüpfen die Geschichte mit Nikolaus von Köln, der hunderte Kinder auf einen tödlichen Kinderkreuzzug gelockt haben soll. Die modernste Interpretationen verbinden jedoch das Verschwinden der Kinder aus Hameln mit der Ostsiedlung im Mittelalter, als unzählige Deutsche ihr Land verließen, um Osteuropa zu besiedeln. Okay. Oh. Wo muss ich denn hin? Kannst du mal schleichenderweise probieren? As a child, I had an army of men like them. But they were tiny with missing limbs and meant no harm. I still cannot believe these Killer 10 creations arose from my father's imagination. Did he really throw out all his principles just to make sure I could eat? Is it really that easy to go from bad to good? He never spoke of his work, but we knew he was unhappy. Mother's death took the light from his eyes, and though I know he loved me deeply, in the end, I was only a consolation prize. Ha, hier oben. Da darf ich nicht weiter. Ja, Frau Hood, dieser Sprung von gut nach böse.
oftmals der, den wir meinen. Gut, das war jetzt dumm. Ja, aber das hat man ja schon öfters gehört. Klassischer Bösewicht. Ich will eigentlich was Gutes tun, also dass mein Kind was zu essen hat. Mache aber dann was Böses. Oder nimm den falschen Weg. Und werde eigentlich zu dem, was ich eigentlich nicht werden will. So, versuchen wir es nochmal. Okay. Oder so. So geht's dann auch. Ah, hier gibt es das nächste Boot. Lass mich mal gerade gucken. So, tipp, tipp. Ach, verdammte Hacke. Oh, jedes Mal starte ich wieder von hier? Das ist doch nicht wahr, oder? Das ist doch nicht euer. Das ist doch jetzt nicht die Possibility. Also ich muss das von da hinten machen. Ich will dieses W haben. Ich habe schon zu viel über. Ja? Fahren wir jetzt? Oder nicht? Hallo, Boot. Hä? Warum fährt die Boot nicht? Toll, jetzt hängt das Boot hier fest. Super. Was soll denn das jetzt so? Ah. Jetzt ist Pferd. Vielleicht ist das auch immer der Anzeigen für einen Checkpoint. Da muss man doch hinkommen, oder? Ah, so wusste ich doch, dass das ein Checkpoint ist. Und dann muss ich da einfach rüber. Also ich komme da gar nicht. Ihr müsst euch das jetzt damit mal leben, dass ich das, oder eher gesagt, wir sehen das in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.